Hallo, ich bin Anna Maria und willkommen in mein südamerikanisches Sommerhaus. Komm gern rein. Hier ist unser Wohnzimmer. Ich bin Kolumbianerin und lebe seit 20 Jahren mit meiner Familie in diesem Haus. Das Wohnzimmer ist unsere Oase. Wir lieben eine Mischung von Objekten aus meiner Heimat Kolumbien und das mischen wir auch mit was wir auch hier in Deutschland gekauft haben. Dieses Bild ist von einer Künstlerin aus Kolumbien und zeigt durch den Fenster die Anden in Kolumbien. Und dann haben wir natürlich auch diesen schönen Blick in Festung Ehrenbreitstein und am Rhein, der auch so beide Welten verbindet. Dann haben wir von Kolumbien auch noch die Santos, also die Heiligen. In jedem kolumbianisches Haus gibt es diese Santos, auch wenn man nicht so religiös ist. Ich habe jetzt eine Künstlerin gefunden, die diese Santos in ganz Pop-Farben macht und die sind sehr schön. Das finden Sie überall hier in meinem Haus. Das ist hier unser Fernsehzimmer. Hier probieren wir auch natürlich viele Möbel von unserer Kollektion. Also wir herstellen Möbel und Accessoires, die dann bei kleinen Familienunternehmen in Kolumbien, Kunsthandwerker, talentierte Kunsthandwerker gemacht werden. Und es ist unser Raum, wo wir die alle ein bisschen testen. Das ist die Reina-Stuhl. Die ist dann wie ein Thron. Uns gefällt das hier so farbenfroh und dass man sich zu Hause fühlt, ein bisschen in der Heimat. Ne? Dann haben wir das Bild von unserem Sohn Sebastian, der ist Künstler. Und das Bild ist mit Carbon, also mit Kohle, gemalt. Das ist die Michi, sie ist selber Designerin und ist eine ganz besondere, sehr spezielle, extravagante Frau, aber unheimlich inspirierend. Und Sebastian, der war immer sehr begeistert von dieser Persönlichkeit. Okay, bueno, vamos. Das ist hier unser Esszimmer. Es ist ein Raum, wo wir auch sehr gerne sitzen, weil wir auch sehr gerne kochen und dann, wenn die Kinder da sind oder Freunde, dann gerne hier sitzen. Wir haben früher, als die Kinder noch klein waren, hatten wir einen riesigen Tisch in diesem Raum. Danach waren wir hier alleine mit meinem Mann und wir haben uns entschlossen, wir wollen jetzt einen kleinen Tisch. Und da sind wir sehr, sehr zufrieden. Diese Gemälde ist von Said Garcia, ein kolumbianischer Künstler, der malt Öl über Inox-Stahl. Und das ist eine Serie, die heißt Magdalena. Magdalena ist der größte, längste Fluss in Kolumbien und finden wir das sehr schön, diese ganzen Häuser, die dann bunte Häuser auf diese Fluss, aber auch natürlich so ein Ort, wo auch sehr gewaltsamer Krieg auch da war und gerade jetzt die Leute erholen sich. So, und hier haben wir der Ojitos, eine der Ojitos. Ojitos sind die Augen, die kleinen Augen. Und die Ojitos erzählen ein bisschen die Regionen von Kolumbien, sind gemacht aus einer traditionellen Technik, die heißt Guacamayas. Nur ganz wenige können diese Präzision dann auch mit den Farben auch schaffen. Kolumbien hat die meisten Sorten von Palmen auf der ganzen Welt und jede Region arbeitet die anders. Das ist so wie ein bisschen für mich ein Lebensgefühl, ein bisschen Heimat. Okay, komm rein in die Küche. Das ist unsere Küche. Das ist mein Mann, Karl-Heinz.
Hallo, grüßt euch. In Kolumbien ist es unheimlich wichtig, ein gutes Essen zu machen. Also das kolumbianische Essen ist ja auch sehr bekannt. Und bei uns zum Frühstück gibt es meistens tolles Obst. Aber was das Wichtigste ist, das sind gute Arepas. Das sind Maisfladen und die werden morgens bei uns immer so ein bisschen angebraten. Das dauert ungefähr 3 Minuten, dann sind die fertig. Und das ist ein ganz toller Geschmack und sehr bekömmlich und alles wunderbar. Ihr seid hier im Wintergarten, wir haben das umfunktioniert zur Küche. Wir haben morgens hier einen wunderbaren Blick zur Sonne, zum Garten, zum Rhein runter und wir lieben diesen Ort gerne und wir sitzen oft hier vorne, kochen etwas zusammen und genießen einfach so die paar Stunden, die wir gemeinsam haben. Wir gehen jetzt ins Garten. Wir lieben hier draußen zu sitzen. Es ist so im Sommer unser lieblichster Ort. Diese kleine Terrasse, diese Holzterrasse haben wir gebaut, weil wir sind hier über die Garage und eigentlich wächst hier kein Gras. Also dann haben wir uns entschlossen, so eine Holzterrasse zu bauen. Das ist unsere Lieblingsliege, sage ich mal so. Ein Chinchorro ist eine Hammock von dem Indios Wayuu in Kolumbien. Und die wird von den Frauen gewebt. Und es gibt wie bei den Betten Doppel-Chinchorros und Single-Chinchorros. Das zum Beispiel ist ein Doppel, also man kann zu zweit hier liegen. Die Wayus schlafen nicht auf Betten, sondern auf Chinchorros. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr entspannt. Vamos, ich zeige euch die oberen Etagen. Und das ist hier unsere erste Etage, wofür die Kinder deren Zimmer hatten. Die sind jetzt auf dem Haus und das haben wir jetzt als Arbeitszimmer eingerichtet. Das ist mein Büro, wo ich dann, also ich arbeite sehr, sehr gerne hier, weil auch sehr ruhig ist, der Blick ist atemberaubend. Das sind aus der Amazonas-Gebiet und die sind aus Kumare gemacht. Die Kumare ist eine Liane. Die Mütter in der Amazonas, die machen solche Puppen für die Kinder. Das ist hier so, es gibt so verschiedene Motive, alle natürlich so mit den Tieren von der Amazonas, die Guacamayas, der Tucan. Und diese Material lässt sich natürlich auch sehr gut bemalen. Und die Kinder, die können auch deren eigenen Design machen in den Kleidern. Das ist das Schiff des Lebens, das Schiff des Geistes. Und es wird geschnitzt bei einem Schaman, der dann für dich diese besondere Teil auch macht. Das ist zum Beispiel meine. Ich habe euch mal die Pläne rausgenommen und zwar sind das die Originalbauunterlagen von 1925. Wenn man heute nochmal die Raumaufteilung sieht oder die Bezeichnungen der damaligen Zimmer sieht, es gab damals ein Herrenzimmer und wenn man das heute bezeichnen würde, das ist unser Wohnzimmer. Also wir haben daraus ein Herren-Damenzimmer jetzt gestaltet. Gott sei Dank war das Haus jetzt nicht denkmalgeschützt. Wir mussten einige Fenster herausreißen, die also nicht mehr einsatzfähig waren. Aber wir haben immer Wert gelegt auf Originalböden, Originaltüren. Das war sowieso das Schönste damals für mich persönlich, als ich in das Haus kam und habe die alten Türen gesehen. Wir haben versucht dann auch im Grunde genommen den Fries an der Decke oben oder die Rundungen in den Decken zu bewahren und letztendlich alles so naturgetreu zu belassen, wie man es jetzt so sieht. Also wir befinden uns zurzeit im ersten Obergeschoss und hier oben ist der Speicher. Den haben wir später als Schlafzimmer ausgebaut. Das zeige ich euch jetzt. Wir sind hier bei unserem Schlafzimmer. Das Dachstuhl ist noch original von 1925. Und hier auf dieser Seite sind die Fenster, wo es wirklich eine atemberaubende
Blick auf Rhein und Festung Ehrenbreitstein. Und morgens ist, was wir als erstes sehen, wenn wir aufwachen. Das Haus hat so viele Erinnerungen von unserem Leben zusammen, von unserer ganzen Geschichte, so wie das Schiff da unten ist dieses Haus so ein bisschen unser Schiff des Lebens. Und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders so leben. Unsere Roomtour durch unser Sommerhaus am Rhein ist jetzt zu Ende. Wenn ihr noch weitere tolle Häuser und Wohnungen sehen möchtet, dann abonniert an unseren Kanal oder klickt hier. Ich verabschiede mich, sage Adios, hasta luego, ciao.